let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. Ich hatte früher richtig krasse Heißhungerattacken. Ich hatte Tage, an denen ich an nichts anderes denken konnte, außer an Süßigkeiten, Schokolade und irgendwas Ungesundes. Und das war nicht nur sehr belastend für mich, sondern das hat auch dazu geführt, dass ich richtige Heißhungerattacken hatte und wirklich alles gegessen habe, was ich nur in die Finger bekommen habe. Ich möchte dir in diesem Video zeigen, wie du genau das vermeiden kannst und welche Fehler ich früher gemacht habe, die im Endeffekt zum Heißhunger geführt haben. Denn wenn man Heißhunger hat, gibt es auch immer einen ganz speziellen Grund dafür und den können wir umgehen, beziehungsweise diesen Grund, diesen Fehler sollten wir beseitigen. Und es gibt da mehrere Fehler, die ich zum Beispiel in meiner Vergangenheit gemacht habe und die möchte ich euch in diesem Video zeigen. Und wenn dich Themen zum gesunden Abnehmen, Fitness und einem gesunden Lifestyle interessieren, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ich dich jetzt als Mitglied in der Community willkommen heißen kann. Drück dafür einfach den Abo-Button und aktiviere die kleine Glocke nebenan, dann verpasst du kein Video mehr von mir. Der allererste Fehler, den ich... Bevor wir hier anfangen, ich frage mich, warum hat sie Süßigkeiten oder etwas, was bei Heißhunger gegessen wird, im Schlafzimmer? Das ist echt lustig. Vielleicht hat sie es auch extra fürs Video gemacht. Aber lustig hier einfach zu erwähnen. Wirklich sehr, sehr lange und sehr oft gemacht habe, ist, ich habe tagsüber viel zu wenig Kalorien gegessen. Dazu habe ich meine Kalorien einfach extrem stark eingeschränkt und ich hatte auch wirklich sehr unregelmäßige Mahlzeiten, habe teilweise Mahlzeiten geskippt und allgemein hatte ich nicht das beste Verhältnis zu meinem Essen bzw. zu der Nahrung. Wenn du meinem Channel schon etwas länger folgst, dann weißt du natürlich auch, dass ich früher mit meinem Essverhalten ein bisschen gestruggelt habe und auch sehr, sehr viele Crash-Diäten früher ausprobiert habe. Also Crash-Diäten sind Diäten, bei denen man einfach sehr, sehr wenig isst, unter 1400 Kalorien über einen längeren Zeitraum. Ich habe teilweise nur 1000 Kalorien oder sogar viel weniger gegessen für mehrere Wochen und ja, natürlich geht es einem dann sehr, sehr schlecht und man enthält dem Körper wichtige Nährstoffe, wichtige Vitamine, wichtige Kalorien, die der Körper einfach benötigt und natürlich kann dann Heißhunger als Resultat entstehen. Die Lösung zu diesem Fehler ist ganz offensichtlich. Ich habe angefangen, wirklich jeden einzelnen Tag ausreichend Kalorien zu essen. Ich habe keine Mahlzeiten mehr geskippt, das habe ich nämlich früher auch ganz gerne gemacht und dadurch hat man einfach einen extremen Heißhunger entwickelt, weil der Körper einfach die Energie braucht. Dann habe ich auch einfach nicht mehr so lange extra gewartet, wenn ich Hunger hatte, dass ich meine nächste Mahlzeit esse. Früher habe ich das zum Beispiel so gemacht, hatte einfach Hunger und habe mich dann extra lange gepusht, um bis zur nächsten Mahlzeit zu warten. Das ist natürlich absolut schädlich und genau, dadurch kam natürlich auch einfach der ganze Heißhunger. Deswegen achtet wirklich darauf, dass ihr jeden Tag genügend Kalorien zu euch nehmt, auch in der Diätphase. Und falls du es noch nicht getan hast, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn wir uns auch auf Instagram connecten. Du findest mich dort unter ClarissaXWellness und ich poste tägliche Reels, ich poste Stories über das gesunde Abnehmen, über Fitness, einen gesunden Lifestyle, ein bisschen was aus meinem persönlichen Leben und ja, würde mich sehr freuen, wenn ich dich dort auch sehe. Genau, jetzt kommen wir aber auch schon direkt zum zweiten Fehler. Und das ist, ich habe sehr strenge und sehr monotone Diäten gemacht, die Lebensmittelgruppen ausschließen. Das bedeutet, dass ich früher Diäten oder Ernährungsweisen befolgt bin, wo zum Beispiel Kohlenhydrate komplett gestrichen wurde, wo zum Beispiel bestimmte Früchte nicht erlaubt waren, wo vielleicht komplett auf Zucker verzichtet wurde. Also wirklich so ganz radikale Diäten, die wirklich Lebensmittelgruppen komplett ausgeschlossen haben. Und versteht mich nicht falsch, weniger Zucker zu essen ist natürlich super, vor allem weniger Industriezucker, aber komplett darauf zu verzichten ist meiner Meinung nach nicht die Lösung und löst dann halt genau diese Cravings auf genau das Verbotene aus. In diesen Diätphasen, wo ich zum Beispiel komplett auf Kohlenhydrate verzichtet habe oder aber komplett auf Süßigkeiten verzichtet habe, hatte ich nach wenigen Tagen, ratet mal, Heißhunger auf genau diese Sachen, die ich mir so streng verboten habe. Die Lösung war hier, dass ich nie wieder Diäten gemacht habe, die ein größeres Kaloriendefizit von 300 oder 400 Kalorien hatten. Das heißt, immer nur noch in ein moderates Kaloriendefizit gehen. Und ich werde nie wieder irgendwelche Diäten machen, die Lebensmittelgruppen ausschließen. Ich halte persönlich nichts von Keto, nichts von Paleo, nichts von Low Carb etc. Ich bin ein Mensch, der sehr auf Balance achtet. Ich brauche ein gewisses Gleichgewicht in meiner Ernährung
und das gibt mir persönlich das beste Gefühl und deswegen folge ich da auch sozusagen der 80-20-Regel. Das ist 80% der Kalorien kommen aus nährstoffreichen Lebensmitteln und 20% aus nährstoffärmeren Lebensmitteln. Das bedeutet, dann kann man sich auch mal ein Stück Schokolade gönnen etc. Und das jeden Tag. Absolute Verbote halte ich persönlich für ganz, ganz gefährlich und auch für die Quelle von Heißhunger. Dadurch, dass ich früher oft monotone und einschränkende Diäten gemacht habe, hatte ich sicher auch in der Vergangenheit einen Nährstoffmangel, der zu vermehrtem Heißhunger geführt hat. Wenn uns wichtige Nährstoffe fehlen, reagiert unser Körper häufig mit den sogenannten Cravings, aka Heißhunger. Eine tolle Möglichkeit, unserem Körper wichtige Nährstoffe hinzuzufügen, ist natürlich Obst und Gemüse und das geht super einfach mit einem Juicer. Ich persönlich nutze hierfür den Hurum H. So, als erstes, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber machen wir erstmal das Bild hier groß. Die Frage ist doch, du gibst doch einem Junkie nicht auch einmal die Woche eine Spritze, nur weil er Heißhunger auf eine Spritze hat und sich jeden Tag eine geben will, oder? Denn wie wir alle wissen, Zucker triggert die gleichen Punkte wie Koks, wie Opiate und so weiter. Die gleichen Punkte im Gehirn meine ich jetzt. Ne? Das bedeutet, wir zögern die Sucht erst gar nicht heraus. Cravings sind entweder also das Verlangen nach Zucker, der Droge sozusagen, weil du bist ja süchtig danach. Süchtig. Du bist süchtig nach Zucker. Egal in welcher Form. Ob es Dextrose, Oligofructose, Fructosesirup, bla 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 bla. 100 Namen. 100 Namen haben die. Und die finden jeden Tag was Neues. Damit du nicht drauf kommst, dass da irgendwie Zucker drin ist. Aber entweder man macht so wie sie, man akzeptiert, dass man süchtig ist und ich meine, die meisten sind es einfach. Wir sind gefühlt alle süchtig. Die nicht komplett auf Zucker verzichten, die sind einfach süchtig. Denn das ist ein Abhängigkeitsmittel und es macht einfach süchtig und vergesst es. Entweder ganz oder gar nicht. Entweder du rauchst oder nicht. Entweder du ziehst oder rauchst was anderes, was sich oder nicht. Bedeutet, was ist Heißhunger hier? Heißhunger kann man echt komisch und breit definieren. Und Obst als Nährstofflieferant zu nehmen, finde ich jetzt erstmal. Ja, okay, jetzt kommt erstmal Werbung, ne? Schauen wir uns das mal an und dann reden wir nochmal drüber. 320 N-Juicer. Hurum hat den ersten Slow Juicer der Welt entwickelt und in diesem Produkt stecken über 50 Jahre Forschung. Der Vorteil von einem Entsafter ist vor allem, dass größere Mengen von Obst und Gemüse auf eine einfache, leckere Art aufgenommen werden können. Meiner Meinung nach ist ein weiterer Vorteil vom Entsaften auch die tolle Resteverwertung von Obst und Gemüse, die man vielleicht normalerweise nicht mehr als ganze Frucht oder als ganzes Gemüse so essen würde. Eines meiner absoluten Lieblings-Juice-Rezepte ist dieser Super Hydrating Juice mit Äpfeln, Gurke und Ingwer. Das Rezept ist wirklich total einfach und der Juice schmeckt unglaublich lecker und den mache ich wirklich total gerne, um mein Immunsystem zu stärken und die extra Portion Vitamine reinzukriegen. Das Ganze ist wirklich extrem einfach gemacht. Dann presst der Entsafter die Zutaten langsam aus, anstatt das Obst und Gemüse mit hoher Geschwindigkeit zu zerkleinern. Durch die Trennung des Saftes von schwer verdaulichen Fasern und festen Partikeln wird tatsächlich die Aufnahme der Nährstoffe durch den Körper verbessert und der Saft erhält eine bessere Textur. Das Juicen stellt eine tolle Ergänzung zur gesunden Ernährung dar, da beim Entsaften wirklich alle Nährstoffe vom Obst und Gemüse enthalten bleiben. Und was ich super gerne mache, ist, dass ich schon eine größere Menge zubereite, alles in eine Flasche abfülle und dann habe ich auch schon mehrere Portionen für die nächsten Tage, wenn es zum Beispiel mal stressig ist und ich gerne irgendwie auch trotzdem auf gesunde Vitamine zurückgreifen möchte, dann habe ich schon den Saft im Kühlschrank und kann ihn direkt trinken. Mit meinem Code ClarissaXFitness10 spart ihr 10% auf das gesamte Sortiment von Hurum und ihr erhaltet sogar mit diesem Code noch ein kleines Geschenk gratis dazu. Dafür musst du einfach nur auf den Link in der Infobox des Videos klicken, meinen Code beim Bestellprozess eingeben und schon sparst du 10% und erhältst sogar noch das gratis Geschenk dazu. Fehler Nummer 3 ist nicht ausreichend Wasser trinken. Das hatte ich schon mal in einem anderen
So, Werbung zu Ende hier. Machen wir wieder groß. Okay. Moment, ich zeige euch mal die Zutatenliste. Die Zutatenliste ist hier eine Gurke, 4 rote Äpfel, 2 grüne Äpfel, eine kleine Ingwerknolle. Ey, ist das für einen Drink? Ist das wirklich für einen Drink, den du am Tag trinkst, den du jetzt trinkst oder für eine Woche? Das, das frage ich mich gerade wirklich, weil habt ihr mal versucht, einfach mal so 6 Äpfel zu essen? Schafft ihr nicht. Das ist too much. Ich weiß, da ist viel Wasser drin. Ich weiß, eine Gurke ist voll mit Wasser. Ich weiß. Aber wenn wir jetzt wegschauen, wenn wir jetzt, guck mal, die meisten Leute werden jetzt die ganz normalen Äpfel aus dem Laden nehmen, irgendwelche Hybridsorten, irgendwelche gezüchteten, auf Fructose süchtig machende, gezüchtete Äpfel werden die nehmen, ne? Die sind schon voller Zucker, da sind schon Ballaststoffe, die sind schon weg. Beziehungsweise, ja, wenn du das Pektin in den Kernen nimmst, sind dann auch Ballaststoffe, aber die spielen hier keine Rolle, weil die isst du ja eh nicht. I mean, wer isst die Äpfelkerne? Wer von euch isst das? Seid doch mal ehrlich. Und ich meine, das ist schon vollgepanscht mit Zucker. Jetzt presst du noch dieses kleine Stück Ballaststoff, was da noch drin ist, wenn überhaupt, machst du noch weg. Du trennst dieses Ballaststoff noch vom Zucker. Weißt du, das Zucker ist schon so 99%. Jetzt trennst du es noch, machst hier das Flüssige, nur Zucker, 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 Zucker. Hier das Feste, Ballaststoffe, Faserstoff, alle auf die andere Seite. Okay, was hast du jetzt? Jetzt hast du Zucker, jetzt hast du durch die Gurke noch Wasser und hast durch die Ingwer noch ein bisschen was Gutes. Ja, natürlich. Aber ey, guck mal deinen Blutzuckerspiegel. Puh. Ich sehe ihn nicht mehr. Ich sehe ihn nicht mehr. Guck mal, wie hoch der ist. Der Blutzuckerspiegel steigt des Todes. Des Todes. Ehrlich. Wenn sie mir jetzt sagen würde, ey, ich mach da Wildkräuter rein. Ich gehe raus, sammle Brennnessel und mach die da rein. Okay, kann man drüber reden. Die Gurke kann man auch noch drüber reden. Die Ingwer kann man auch noch drüber reden. Aber die Äpfel, da muss man schon, wenn überhaupt, da muss man auch nochmal tiefer drauf eingehen, aber wenn überhaupt, muss man deutsche Äpfel nehmen, ungezüchtete. Habt ihr schon mal Holsteiner Cox zum Beispiel? Es gibt eine Sorte, die heißt Holsteiner Cox, die kommt aus Deutschland. Habt ihr schon mal die verglichen mit Pink Lady, dem Designer-Apfel? Im Vitamin C-Gehalt. Was denkt ihr? Pink Lady, Holsteiner Cox. Der Unterschied zwischen Vitamin C ist hier 400. Das heißt, im Holsteiner Cox ist 400 Mal mehr Vitamin C als im Designer-Apfel Pink Lady. Ist ja gar kein Unterschied. Fast gar kein Unterschied, ehrlich. Da ist so egal, was ich nehme, oder? Plus das Glucose-Fructose-Verhältnis. Die züchten einfach auf Fructose, weil es süchtig macht und weil wir es lieben. Wir kaufen es. Und wenn wir es kaufen, dann bringt es ja Geld. Wir setzen etwas ab. Der Markt setzt etwas ab. Bedeutet, er macht mehr Umsatz. Natürlich ist das gut für den Markt. Natürlich. Okay, ich bin hier ein bisschen aus der Fassung geraten. Sag ich mal so, ein bisschen viel geredet, aber ich hoffe, ihr habt die Message verstanden. Gurke und Ingwer. Das Rezept ist
Hatte ich schon mal in einem anderen Video erklärt, dass unser Körper nicht so richtig unterscheiden kann, ob wir gerade Hunger haben oder ob wir gerade durstig sind. Und meistens entstehen Cravings auch dadurch, dass wir vielleicht die letzte Stunde, die letzten 2 Stunden zu wenig getrunken hat und unser Körper in so eine Dehydration gerade übergeht. Und deswegen kann ich es nur empfehlen, meine Lösung ist wirklich 3 Liter Wasser jeden Tag zu trinken, je nachdem wie sportlich du dich auch betätigst. Ich finde 3 Liter kommen mir irgendwie zugute, weil ich natürlich auch viel im Gym bin, ich bin immer viel unterwegs, nehme meine Wasserflasche überall mit hin. Ist wirklich so hilfreich, immer die Wasserflasche mit dabei zu haben. Ich stelle mir die auch direkt hier an meinen Schreibtisch, dass ich auch überhaupt nicht irgendwie erst die Versuchung habe, nichts zu trinken. Weil immer, wenn ich die Wasserflasche im Blick habe, dann greife ich da auch immer automatisch hin, wenn mir mal langweilig ist oder auch wenn ich irgendwas warten muss und trinke direkt einen Schluck und ja, das macht es irgendwie viel einfacher. Der 4. Fehler, den habe ich auch früher sehr lange gemacht, gerade bei diesen strengen Diäten oder auch hatte ich einfach mal so Phasen, wo ich mir bestimmte Lebensmittel verboten habe, wo ich dachte, okay, das sind die guten Lebensmittel und das sind die schlechten Lebensmittel. Und Lebensmittel in gut und schlecht einzuteilen, Leute, ich sag's euch, das ist einfach der Nährboden für Heißhungerattacken auf genau diese verbotenen Lebensmittel. Zum Beispiel hatte ich früher irgendwie das im Kopf, dass ich nie verarbeitete Lebensmittel essen darf, also wirklich gar keine verarbeiteten Lebensmittel, nie eine Tiefkühlpizza, nie Pancakes, die schon fertig waren aus dem Freezer, whatever. Natürlich ist das nicht gesund, aber das Ding ist, ich habe mir diese Dinge verboten, weil ich sie einfach partout als schlecht betitelt habe. Und das hat eigentlich viel mehr Stress in mir ausgelöst, als hätte ich die Dinge einfach einmal im Monat gegessen und dann hätte ich darüber gar nicht mehr krass lange nachdenken müssen. Dadurch, dass ich diese Lebensmittel aber in böse eingeteilt habe, hatte ich jedes Mal einen kompletten Kontrollverlust, als ich zum Beispiel bei einer Feier war und da gab es diese Lebensmittel oder bei einem Event oder was auch immer im Restaurant und ich dachte mir, jetzt das eine Mal, jetzt kann ich mir das erlauben, habe ich maßlos über die Stränge geschlagen, weil ich einfach dachte, okay, ich kann mir nur diesen einen einzigen Tag das jetzt erlauben und morgen sind sie wieder schlecht, morgen kann ich sie mir wieder nicht erlauben. Als englischer Nicht-Muttersprachler und Autor ist dies wichtig für mich. Grammarlys digitaler Schreibassistent. Fehler Nummer 5. Ich habe früher Süßigkeiten als emotionalen Stressabbau genutzt. Das ist so ein bisschen auch an das Thema emotionales Essen, worüber ich aber noch gerne ein gesondertes Video machen möchte. Aber allgemein, ich habe Heißhunger bekommen, wenn ich gestresst war. Ich habe Heißhunger bekommen, wenn ich traurig war. Und danach war ich total gestresst und dachte mir so, oh mein Gott, ich brauche irgendwie ein Stück Schokolade. Und das ist natürlich überhaupt nicht gut, weil dann fängt man an, Essen als Ausgleich zu sehen für eine stressige Zeit. Und das Leben wird immer stressig sein und dass Essen nicht der Ausweg ist, sollte einem irgendwann dann klar werden, aber manchmal ist es halt auch einfach der Komfort, den man hat, den man dann irgendwie fühlt, dass es was Angenehmes in dem Moment, etwas Leckeres zu essen, es beruhigt einen in dem Moment und ja, man hat so sich und sein Essen und man ist so ein bisschen, in seiner Comfortzone, ne? Aber das ist natürlich überhaupt nicht gut und was wir dagegen machen können, ist wirklich die Trigger zu erkennen, wenn wir irgendwie zum Beispiel dazu neigen, in stressigen oder in schlimmen Situationen mehr zu essen, also wirklich zu gucken, oh, warte mal, ich bin gerade self-aware, ich muss gerade mal gucken, warum ich jetzt zur Tafel Schokolade greifen will und dann vielleicht sich ablenken, ins Journal schreiben, warum möchte ich das jetzt essen, rausgehen, einfach weg vom Essen und allgemein weg von der Essensquelle zu kommen und das hat mir zum Beispiel früher mal sehr geholfen. Es ist wichtig zu verstehen, dass es absolut normal ist, wenn wir ab und zu mal Cravings oder Heißhunger auf gewisse Dinge haben. Es ist, glaube ich, wichtig zu realisieren, wie häufig diese Cravings irgendwie erscheinen und in welcher Intensität. Wenn die Cravings so stark sind und so häufig sind, dass wir an nichts mehr anderes denken können, dass wir unseren Alltag nicht mehr normal ausführen können, dann sollten wir auf jeden Fall was dagegen machen und dann kann das auch viel was mit der mentalen Ebene zu tun haben oder auch einfach, dass wir unserem Körper wichtige Nährstoffe, wichtige Kalorien vorenthalten und das über einen längeren Zeitraum. Darüber können wir auch sehr, sehr krass unsere Cravings steuern und zwar ins Negative. Und wenn du jetzt noch wissen möchtest, wie du 10 Kilo von zu Hause... Also mit dem 3 Liter Trinken am Tag ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Hier am besten gefiltertes Wasser nehmen, ne? Bitte kein Leitungswasser. Kann ich an dieser Stelle nicht empfehlen. Gar nicht. Und ja, 3 Liter. Könnt auch 4 Liter trinken, wie ihr wollt. Wie ihr wollt. Natürlich braucht ihr jetzt keine 20 Liter trinken. Wir müssen es hier nicht übertreiben. Was das Thema angeht mit, ich verbiete es mir. Das
kann ich auf jeden Fall verstehen. Das hatte ich auch schon, dass man zum Beispiel auf etwas verzichtet und wenn man es dann bricht auf einer Feier oder wo auch immer, dann auf einmal sagt, ey, ich esse jetzt heute nur das und am Morgen gar nicht mehr und dann frisst man sich so voll damit, dass man echt gefühlt für ein paar Wochen gegessen hat. Also das, was man alles eingeholt hat, wo man halt drauf verzichtet hat, das hat man dann wieder abgetötet, sag ich mal so, zunichte gemacht, ruiniert, nennt es wie es wollt, aber ich verstehe, was ich meine. Und ich habe hier auch nichts mehr hinzuzufügen. Heißhunger. Die Frage ist, bist du abhängig? Hast du Darmpilze? Hast du sonst irgendwelche Süchte, emotionale Probleme? Find's heraus, analysier dich selbst, reflektier dich selbst, schau, dass du an dir arbeitest und guckst, wo sind meine Baustellen, wann, in welchen Situationen greife ich immer zu sowas und befolgt natürlich auch die anderen Punkte. Sehr, sehr wichtig. Das war's von meiner Meinung und bis zum nächsten Mal.